Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Das ist ein Rap, der gehört zum Wahrheit. Ist nix für linke Männer. Ist ein Rap für starke Frauen und natürlich auch für Männer. Ist ein Rap für Tirol, fast Luren bis zum Brenner. Das ist Rap, das ist Kunst, es Flenner, Verjener. Ich folg mein Gefühl und bleib wie ich bin. Mir jemals zu ändern gibt mir gar nicht den Sinn. Da mich aber lieb, andere sagen, dass ich bin. Trink lieber Allergrein als ein Tonic mit Gin. Aber es geht nicht um mich, es geht um mein Land. Es geht um die Zukunft, mir geb's aus der Hand. Ohne Eier in der Hose, mit Vollgas an die Wand. Ohne Stolz, ohne Mut, Respekt und Verstand. Scheiß auf die Kultur, hab's auch am BMW. Es geht uns alle gut in Alto ADJ. Futi die Mare mit der... Hoi, grüß dich. Max, hau dir, servus. Wir haben telefoniert, jetzt sehen wir uns zum ersten Mal live. Endlich, ein paar Mal telefoniert, aber im Endeffekt hat es sich hervorragend geklappt. Schönes Wetter ausgesucht. Ja, ich heiße Sie willkommen zu den Südtiroler Blind Dates. Vergiss Gott, danke schön. Danke, dass du mitgemacht hast. Du bist auch mein Partner, bei Pause nach der Fahrt. Nein, geht schon. Schön. Schön. Hell beurteilt nachher die andere Person. Okay. Am Telefon hast du gesagt, es ist ein Date. Du gehst davon aus, dass es eine Frau ist. Nein, gehe nicht davon aus. Nicht, ja? Nein. Ich habe alles kritisiert, dass man kommen wir mit. Herr Lars, wenn es ein Mann ist, kein Problem. Natürlich nicht. Auf ein Date gehen mit einem Mann. Kein Problem. Ich habe stundenweise mit Männern Stunden verbracht in Oberecken drinnen. Auch mit homosexuellen, schwulen Männern. Also überhaupt kein Aber nie Problem. auf ein Sehr, Date? sehr nette Leute. Nein, nicht auf ein Date, aber ich bin, glaube ich spreche auf die ganz gut an. Also es sind eher schon ein bisschen näher gekommen. Und, Okay. Aber ja. Ja, schauen wir mal. Bist du Kein gespannt, wer es ist? Eigentlich nicht. Ich habe mir noch keine Gedanken darüber Hast du gar keine... Nein, weil es sinnlos ist. Also von dem her. Die Überraschung ist Man kann sich nicht vorbereiten, und das finde ich ja genial. Weil die meisten Sendungen, was man so allgemein in Südtirol haben, kann sich ja jeder perfekt vorbereiten, nimmt 20 Zettel mit. Und das ist da nicht. Da musst du das sagen, was wirklich ist. Und das ist super. Bitte schön. Du kannst leider Platz nehmen. Sehr. Ich denke, grüß Gott. Grüß Gott. Dass ich dir auch noch mal drücke in mein Leben. Ja, echt mal. Alles in Ordnung. Du hast mir in Sonderschaffer abbrechen können, Wir oder? haben schon Madonna. 70 Blind Dates gehabt. Also. Das ist genial. Mensch, Schön, was wieder tust zu du da? Von Japaner, exterritorial. Ja, allem. Also ich liebe Sushi, ich sogar Pizza. Ich habe mit Leuten einen hervorragenden Kebab-Standel. Nein, das glaube ich Ja, das ist Wahnsinn. Gell? Also, ich darf jetzt nicht so laut sagen, sonst weiß ich nicht, Nein, ob da das- vielleicht ein paar Patrioten aufdingen, aber... Dann Für den entziehen Tag sie bin dir ich die Südtiroler Staatsbürgerschaft, die du so gern hast. Die österreichische. Ah nein, du hättest keinen Österreich. Ja, hätte ich schon gern, muss ich sagen. Und Brumm? Und Brumm? Ja, weil ich einfach glaube, dass wir in 2, 3 Generationen wird Südtirol so nicht mehr geben, aber zumindest haben wir einen Pass, wo wir mal beweisen können, dass wir eine österreichische Minderheit gewesen sind. Weil das Sorry ja Leute, auch ganz verstanden kurz, hat. Ja. bevor ich eng mit den Kandidaten schauen lasse. Hast du vielleicht eine Servietten, um meinen Also Hirnkastel Servietten werden wir gleich organisieren. Dankeschön. Wir haben schon einmal ein Sake hergestellt. Das, wenn es ganz schlimm wird, können Sie einen Schluck genehmigen. Das aufnehmen halt mit Ich dem glaube Sake. auch, dann fahren wir Das ins Taxi. lassen wir uns gehen, oder? Aber es freut sich, einen Gewitter zu sehen. Das heißt, Für mich eine große Ehre. Also, hat mich gefreut. Ich habe mir jetzt nicht viel Gedanken gemacht, wer beim Blind Date kommt. Aber im Endeffekt bin ich sehr glücklich, dass du meine Partnerin geworden bist. Ich Nach freu so mich langer Zeit wieder zu sagen. Ich freue mich Super. auch sehr über dich. Ich habe Angst, dass mir deine Frau noch die Augen auskratzt nachher, aber das werden wir schon irgendwie. Könnte sein. Müssen wir schauen, dass wir da jetzt vielleicht erst einen Film vorab zugeschickt kriegen und dann ein paar Szenen aussortieren. Nein, so schlimm war es nicht. Genau. Nein. Schön. Wo bist du jetzt alle unterwegs? Bist du in Wien? In Wien, gerade in Wien und mache jetzt noch 2 Tage Urlaub. Oder halt einen Tag Urlaub und heim mit Enk und mit dir.
Montag Urlaub, Freunde treffen und noch früh wieder zurück. Ah, okay. In Finchgau bist du daheim? Oder Dann bin ich eigentlich daheim, ja. Wo ist genau? Aber mein Hauptwohnsitz ist in Wien. Ja, sei schon, aber wo sind deine Wurzeln? Auf Los. Ah, Floß. Auf Los und auf Brot. Auf Brot. Normal, Brot. Ah, Floß und auf Brot. Ja. Mama, Tata oder was? Nein, auf Brot eine Verwandte, eine Tante sozusagen, eine Wahltante, aber verwandt. Ein Basel hat man früher gesagt. Ja, genau, Und Basel. auf Los bin ich aufgewachsen, meine Eltern alle und meine Schwester lebt noch selben. Ja, okay. Ein Grob habe ich selben. Ganz wichtig. Das Familiengrab. Grazie, molto gentile. Grazie. Ich gleich, Entschuldigung, ich schwitze Ja, wie du ein schwitzt. Ja. Das ist schon auch sehr heiß. Ich darf nicht zu viel, weil ich bin geschminkt geworden. Ich bin das erste Mal in meinem Leben geschminkt geworden. Außer halt zur Forschung. Entschuldigung, aber ich Nein, sage, brauchst du Helm nicht auf und entschuldigen. du hast ja die Haare als Ding. und Ja, bei einen mir ist Haufen da Haar, direkt, weißt die sind Aber am du hast die Einschlag, Haare ja. da, jetzt da. Dann sind sie ins Gesicht gerutscht. Du, Statist für Tiroler Patriotismus. Was Statist? tun wir jetzt mit den Wahlen? Was tun wir jetzt da im Herbst? Was soll ich wählen? Ah, darfst du wählen? Ja, deswegen, ich bin da noch ganz im Hast du die Wählerverzeichnis. doppelte Staatsbürgerschaft? Nein, weil das brauche ich nicht und das will ich nicht. Nein, gut, das respektiere ich ja. Kein Problem, ich glaube, sonst hätte sie keinen vielleicht die Beziehungen spielen lassen, haben wir gedacht. Das ist sie krieg. Weil ich kann mich erinnern, wenn wir draußen gewesen sind, da, mit der überparteilichen Organisation, wo auch von der SVP, Freiheitliche, also mehr oder weniger die ganze deutsche Oppositionspartei in Wien gewesen ist. Wir waren im Bundeskanzleramt auch und da war zwar der Bundeskanzler war damals der Kurz, glaube ich, aber er selber war nicht Sam. Aber im Endeffekt bin ich dann gesagt, weil sie gesagt haben, das spaltet, also das spaltet der österreichische Pass und das geht gar nicht. Dann habe ich gesagt, es braucht es mir allein geben. Also in Jahren braucht es nicht geben, mir allein. Obwohl ich das Argument nicht verstehe, wieso er spalten soll, weil das ist, steht dann nirgends so. Aber warum braucht es einen Das ist eine emotionale Sache, glaube ich, dann, so die Verbindung zu meinem Vaterland. Aber Was was ist ist da, das man sagt- Vaterland? Das ist ein großer Mythos, mehr nicht. Weil wenn man so argumentiert, dann müsste man den Serben, den Bosniaken, allen früheren Sprachgruppen, die irgendwie in der Monarchie, Teil der Monarchie waren, bis 1918, die müssen man alle auch die Staatsbürgerschaft geben. Da kommt die ganze Ukraine dazu, zum Beispiel. Ja, aber sie waren Österreich-Ungarn, also sie waren in Habsburger Reich. also sind wir auch gewesen. Nein, wir waren Österreicher auch. Nicht einmal Weißtirol war, glaube ich, Österreich. Das ist auch abgedrängt worden von Habsburger Reich, aber wir waren für eine kurze Zeit auch Österreich. Ich meine, das prägt mich heute, ich meine, die Kultur, die Sprache, alles mehr oder weniger. Das prägt mich. Also von mir war es halt ein Wunsch, aber wenn du jetzt sagst, nein, das kann ich noch nicht, man kann es nicht verstehen, aber es gibt ja in Südtirol mittlerweile viele tausende Leute, was andere Staatsbürgerschaften haben. Vielleicht sitzen auch da ihre sogar. Das sieht man ja nicht, aber das ist, ich glaube, die Leute, die es gerne haben, war es, glaube ich. Also ich vergundere die Staatsbürgerschaft gern, die österreichische. Aber ich frage mich, warum man die dann zu einem politischen Kampfbegriff nutzt. Es sind immer die... Per ordinare. Per ordinare? Wo Ich soll muss ich schauen, mir etwas bestellen. Ja. Prima col tablet. So, pass auf. Il menù qua potete ordinare i vini, le bevande, il dessert. Sì? Va bene, sceglie tutta la signorina. Pensavo che lo fa il No, signore, però No. lo proviamo. Io mangio tutto per quello. Cosa beviamo? Un bicchiere di vino bianco? Nein, wir haben da Sake, Wie ist ein Sake? Minha carta. Reiswein. Ah, Reiswein. Ah, So, ok. jetzt trinken wir mal un sake Sì. e poi scegliamo assieme... Che merda. Dai, so, moneta. So, Per ordinare dovete semplicemente Sì. schiacciare qua Ah, e apparirà qua. ah, lei lascia qua il tablet. Sì, 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 Ah, poi ok. schiacciate invia e arriverà tutto alla cucina. Ah, ok, perfetto. Va bene, prego. Ok. siehst du, und am Ende kannst du die Staatsbürgerschaft noch Der Computer. Bitte. Soll ich das jetzt probieren? Ja, du kannst jetzt mal zweimal drucken. Also, ja, Okay. weil ich keine Ahnung habe. Na los, was trinkst du jetzt? Fanta? Nein, halbe Mineral. Ein Mineral, Frizzante? Wie du möchtest. Oder ja, lieber still Frizzante, oder ja. leise? Du bist laut, also laut, und du ich leise. bin auch laut. Genau. So, allora. Da, Frizzante. Und wie sieht man da? Zwei. Oder reicht in so eins? Nehmen wir mal eins. Dann. Ja,
Tag. Ist das die Zukunft der Gastwirtschaft wahrscheinlich, oder? Das ist etwas, was wir beide, glaube ich, nicht so mögen, weder du noch ich. Nein. Weil ich kann auch ganz schön konservativ sein, weißt Ja, du? Ja. der Name spricht ja für Qualität. Wallnöfer, ja. Ich bin auch gastert wie er. Ich bin nicht so betonierfreudig. Ich bin eher ein Umweltmensch. Ich bin ja viel mehr Umweltmensch wie du. Das beweist mir noch. Entschuldigung. Nein, das will ich von dir heute noch hören, wie das ausschaut. Ich habe Hennen in einem riesigen Gemüsegarten. Ich pflanze mittlerweile Dinkel an, Mais und Mit wie viel Erdäpfel. Gift betreust du deine Mit Pflanzen? überhaupt nichts, null. Bist du ein Biobauer oder was? Nein, das ist nicht, aber das, was nicht. es selber ist, also bei den Äpfeln spritze ich schon etwas, aber sicherlich nicht Gift. Sondern? Pflanzenschutzmittel. Ah, so nennt sich das. Das nennt sich ein Natürlich. Euphemismus, wenn man etwas Siehst du, schöner das haben wir schon wieder so bezeichnet. ein Wort, was ich wieder nicht verstehe. Also mit dem warst du wahrscheinlich Du fertig gemacht. verstehst alles. Das ist jetzt Du nicht verstehst verstanden. alles. Aber jetzt los. Ich Ja. verstehe den Wörter jetzt hier auch nicht und jetzt sind wir gemeinsam. Ja, Druck hat einfach Uramaki. da. Ja, gut. Nehmen So, wir 4 Sachen, Lachs weißt und Avocado. Ja, ja. Sowas. Bist du einverstanden? Ja, genau, das schaut gut aus. Und das schaut Genau, gut da aus. tun wir mal 2. 2. Ja, oder? Ja, ja. Oder nein, nehmen wir 4 und wir tauschen uns so voll. Sind da Geht's 4? nicht? Ach, Nein. da sind Otto Pezzi, da reicht uns. Ah, das reicht eins, ja. Okay. Und dann tun wir ein bisschen mixen. Oder? Ja, So, jetzt hoffen wir, dass wir da schauen. Unser Einkaufswagen hat schon mehr. 2. Irgendwas mit Gamberi oder Avocado. Ja, genau, haben wir auch oder gut. magst du das auch? Wie Uramaki, gesagt, ich soll's. Gamberonie, Cipolla. Sollen wir das probieren? Dann probieren wir stinkt man das. nachher ein bisschen. Ja, ja, ist leicht. Dann nehmen wir das jetzt noch. Und dann und warten dann wir mal mal. warten. Ja, Genau, genau, und genau. dann warten wir, bis es kommt. Okay. Irgendwas hat dann nicht funktioniert. Da musst du in Vietnam, nicht? Nein, zurück, warte. Oh mein Gott. Das habe ich nämlich nicht bestellt. Perfekt. Ich habe nicht angeschaut. Was hast denn du da für eine Musik im Hintergrund? Elchi, nichts Elchi. Ja, nicht einmal die Musik passt zu übrig, der kleine Brot Du bist ein Romantiker, wie vermutet dann. Ich kann mein Handy nicht anschauen. Okay, jetzt sag ich es auf. Hoi ragazzi, wie kommt man da wieder zurück? Jürgen, gell, schau du mal, du bist auch nicht der Tim. Entschuldigung, du hast studiert. Ja, aber du redest so viel, als wärst du ein Studierter. Also sind wir gleich. Ich rede viel, weil nach spart man Zeit und vermeidet man Diskussionen. Wenn ich allein rede, weißt Du redest gerne nur mit du. dir selbst. so bei den Bauern oft einmal. Jetzt geht's, trinken wir mal, dass wir uns Aber wieder ja, gesehen ja, haben. zum Wohl. Reiswein. So, Reiswein, okay. gesund. Ist gesund. Tut gut. Er gehört ein bisschen wärmer, aber bei den Temperaturen ist gleich. Okay. Andere Länder, andere Sitten. Na, ganz kurz erzähl. zu kommen. Da hast du ganz einen falschen Eindruck von uns Bauern. Also, das ist ja die Ideologie, wir müssen jetzt weg von den Pflanzenschutzmitteln, weil alle meinen, wir vergiften das ganze Land. Das ist totaler Blödsinn. Also, erstens schauen wir auf unsere Gesundheit und zweitens versuchen wir so wenig wie möglich zu spritzen, weil es natürlich auch ein wirtschaftlicher Faktor ist, also die ganzen Preise, was in den letzten Jahren angegangen sind. Aber wie gesagt, wir schauen schon auf die Natur. Also das ist unser Standbein. Also, und wir versuchen das ja weiterzugeben, auch für die Böden, wo sie sagen, ja, die Böden sind total übersäuert. Totaler Blödsinn. Also wir pflegen unsere Böden schon, das ist schon mein Gehalt, also das ist schon meine Lebensgrundlage. Wie viel Grün steckt dann in dir? Weil jetzt hast du mir gerade gesagt, ihr Bauern seid eigentlich die Natur- und Grünbewahrer. Wie viel Grün, wie weit kannst du gehen, eine Idee der Grünen zum Beispiel umzusetzen? Ja, 100%ige Regionalität und Nachhaltigkeit. 100%. Also die Regionalität und Nachhaltigkeit, ich war ja, wenn wir von Biodiversität reden, das ist ja auch so ein Thema für die Grünen. Also erstens glaube ich, wir haben schon Biodiversität in diesem wunderbaren kleinen Landl. Wenn du schaust, Wald, Dirk, Dinkel, Getreidesorten, Himbeer, Pfärscher, Kersten, Äpfeltraum. Also wir haben schon eine Biodiversität, aber ich war gleich bereit, in mein, unter dem Kalter See und in meine Wiesen rauszuhauen und Kiwi einzutun. Das haben wir schon mal gehabt in den 80er Jahren. Leider muss mir das Land mit seinen Betrieben ja garantieren, dass sie mir die dann auch annehmen. Aber das heißt, wenn die Grünen vorschlagen, das Land beschließt ein Gesetz, das besagt, euch Bauern wird so und so viel vom Gemüse und vom Obst abgekauft, dann würdest du sogar die Idee der Grünen unterstützen.
Nein, ich sehe das als logische Idee. Nicht, natürlich wird das für die Grünen unterstützen. Aber das, Entschuldigung, die SVP, die Südtiroler Volkspartei, schreibt uns vor Regionalität und Nachhaltigkeit. Alles, das sind die Schlagwörter, die zurzeit alle rausgehen. Ja, dann müssen Sie aber Vorbild sein. Sie müssen da einen ersten Schritt machen und uns Bauern dann auch unterstützen. Und mit dem geht es mir. Und in unsere Betriebe, also in die Landesbetriebe, das anbieten. Und was sagen Sie? Na, das sind Ausschreibungen, europäische Ausschreibungen. Die schöne Europäische Union verfolgt ja auch den Klimaplan, den Deppeten, wo ich sage, wo ich mir auch nicht ganz sicher bin, ob das... Die Bauern verlangen allem Garantien von der Politik. Die Bauern sind die größte Lobby innerhalb der EU. Jetzt hast du über die EU geschimpft, aber die größte Lobby in Brüssel haben die Bauern. Das heißt, da ist echt viel Potenzial da. Und die Bauern sind, wo alle Bauernverbände sind Vorfeldorganisationen der Volksparteien. Das muss man sagen, egal in welchem Land Europas man schaut. Ja. Das heißt, ihr seid Vorfeldorganisationen von einer konservativen Partei, meistens der Volkspartei. Und ihr verlangt immer Ausnahmen für das, für Zell und Garantien. Und dann dürft ihr noch mehr Wasser verbrauchen, und noch weniger Wasser abgeben. Und dann kann du verstehst doch gar nichts, du warst einfach zu lange in Wien. Sì, grazie. Nel centro, grazie. Also wir sind alles Nebenerwerbsbauern. Wir sind so klein strukturiert, 0,9 Hektar hat der Kalter Ja, aber dann denk mal nach, wie viel sie Äpfel produziert. Wenn man das auf den regulären Markt schmeißt, das hat ja, da muss es die Leute noch etwas geben dafür. Glaub, weil sie subventioniert sind. Das ist doch eine Absurdität, Jürgen. Das ist eine... Reden wir mit der Mechaniker Kein drüber. einziger Südtiroler Bauer kriegt irgendwo einen Beitrag für seinen landwirtschaftlichen Betrieb. Außer wenn er einen Hof schließt. Aber halt ist genauso gleich, kriegst der Handwerker gleich, kriegst Hast du noch, das ja gar nicht. Wohnbauförder, kriegst für den Erstbau, kriegst genau gleich. Das ist überall. Aber sonst kriegt der Obstbauer keinen einzigen Cent. Keinen einzigen Cent. Das seid ihr eigentlich arme Leute. Das kannst du mir gerne gesagt, oder? schicken. Wir sind sehr reiche Leute. Weil ich mein eigener Chef bin. Weil ich in der Natur draußen arbeiten kann. Und weil wir im Endeffekt das ganze Land ist vom Bauernstand hergekommen. Wenn du 2 Generationen zurückgehst und 80% oder 90% von der Südtiroler sind sie alle als Bauernfamilien rausgekommen. Und bei den Bauern fängt es an, bei den Bauern hört es auf. Ich kann allein die Grenzen sagen, man das alles umsetzen, ich habe kein Problem damit. Aber die Ersten, die verhungern werden, werden wahrscheinlich sie sein. Aber sicherlich nicht mehr Bauern. Wenn du sagst, bei den Bauern fängt es an und bei den Bauern hört es auf, dann muss ich sagen, irgendwie hast du da ein bisschen vergessen, wie die Gesellschaft strukturiert ist. Weißt du, von den Bauern, von dem Bauerntopos, von dem du träumst, von dem Bauernbild, von dem du da redest, das hat nie, zu keinen Zeiten, mit der Realität zu tun gehabt. Das waren rechtlose Leute, die sind barfuß gegangen, die waren wie Sklaven, die hat man im Verdienst sind die gewesen. Er ist schon ein Schienswort, Verdienst. Ja? Bis zur Erfindung des Sozialstaates waren das, was du Bauern nennst, die Rurale, die Leute auf dem Land, waren arme Sei, die keine Rechte gehabt haben, außer die 5, 6 großen Bauern. Und die anderen, die kleinen Die Gesellschaftsschicht war so gewesen, der Schuster hat auch nicht viel Rechte gehabt, oder da was die Hufeisen in der aber der große getan hat, Mythos Bauerntum, von dem du redest, das ist ein Irrtum. Das ist historisch und sozial einfach falsch. Aber es ist ja so, ich glaube, jeder Südtiroler, wenn er 2 Generationen, wie gesagt, zurückgeht, dann stammen alle von der Landwirtschaft aus. Naja, weil es vorher nicht gegeben hat, außer Genau. Landwirtschaft bedeutet nur, dass man mit dem, was man da hat, auskommen muss. Ja, ich glaube sogar, sind wir nicht vielleicht auch einer Meinung, dass man jetzt alles zusammen übertrieben ist, dass man vielleicht, wenn wir 3 Schritte zurückgehen taten, von der Lebensqualität her 10, 4 war. Wie weit möchtest du noch zurückgehen? Also ein bisschen gemütlicher. 3 Schritte, wie viel? 50er Jahre, 70er Jahre, Nein, 1870, ja, 1910, Nein, 1918, das ist so ein schwieriges Datum für dich. 18, nein. 18, nein, Heimschlag dann. Ja, jetzt geht der Puls schon her. Entschuldigung, nein. Ziehen wir einfach. Wir fangen jetzt an zu essen, gell? Ja, probieren wir es, oder? Möchtest du ein Parfel? Nein. Wenn ich jetzt so mit den Steckeln Ich anfange zu buck mir jetzt, weil da liegt irgendwo mein Serviette. Ich hoffe, ich bringe keinen. Schau, du bist einfach ein Gentleman. Ich Ja, habe schon gewusst, warum ich dir triff. Aber wenn du mich ausgesucht hast, hast du echt ausgemacht. Ei.
Nein, aber ich freue mich jetzt wirklich sehr. Ja, Ja. na, red weiter. Ja, Wo beginnt dein Bauerntum? Wo beginnt es bei dir? Wenn wir alles zusammen ein bisschen mehr schätzen, ich bin ja einer, der was so heimatverbunden ist, weil ich zum Beispiel, wenn ich als Skilauer gewesen bin, und bin um 4:30 zum Schluss noch mit dem Gast eingefahren und den Lattenmarrad leichter gesehen, ist mir das Herz aufgegangen. Mir geht das Herz auf, wenn ich in der Früh in Sonnenaufgang hinten über den Rosengarten sehe. Mir geht das Herz auf, wenn ich durch einen wilden Bach barfuß gehe. Da bin ich, glaube ich, schon sehr, sehr naturverbunden. Und einfach das große Glück, dass wir in dem wunderbaren Land da leben können. Und ich sage, alles ein bisschen gemütlicher. Wenn es jetzt hergeht, dann ist ja die Migration sozusagen, die neuen Arbeitskräfte, alles, was wir brauchen, ist immer auf den zurückzuführen, weil wir Arbeitskräfte brauchen, weil wir no mehr. Ist das richtig? Wir sind ja schon auf einem brutal hohen Level. Kann man nicht das halten und sagen, okay, dann gehen wir aus einem Hamsterrad ein bisschen raus und das gehen wir vielleicht alles ein bisschen gemütlicher. Ja, aber mit dem Bauernmythos lässt sich das nicht erledigen. Also, Ja, wenn du mit dem sagst, mit den Bauern beginnt mit den Bauern hört es Was ist das auf. Das ist ein Schissele, da kann man eine Sojasauce imitieren und dann Krähen, ein Wasabi, damit dann das besser schmeckt. Schau, du hast schon eine Perfekt. Gabel, du kannst schon eine Gabel nehmen. Aber Jürgen, Also ich immer sagen, in Lederhosen und jetzt noch nie das Ding. Ich bin hast nicht du ideal. Lederhosen nun? Na, Ja, hör auf. Lederhosen. Na, hör auf. In Nein, Charivari nicht und ab- die Tiroler Gürtel, hallo? Nein, ich glaube, ich werde Natürlich, mal. extra Das geht für dir dir. ein bisschen rein, gell? Das Extra ist- für mich, ohne Ja. zu wissen, dass du mir triffst. Nein, trotzdem. Na, hör auf. Was geht denn da Lederhosen. jetzt? Kann man das teilen oder muss man das Ganze Du das kannst Ganze? ja so oder Gell? beißen oder du kannst auch eine Gabel nehmen. Nein, heute ja nicht. Nein, Wieso? Also, ja, also muss man schon Du bist da, also, ein Chinesi- Mensch, der Authentizität anhängt. Gell? Von dem, was du mir erzählst, bist du eigentlich im Herzen ein Grüner. Aber du kanntest wahrscheinlich nie mit zustimmen. Das stimmt ja gar nicht. Wieso rede ich mit denen? Ich finde jede Idee, was gut ist, unterstütze ich. Das Problem ist nicht, dass ich mich nicht mag. Also, Wer mag dich nicht? Ich mag dich. ja, du bist du ein Grüner? Nein, Nein, das nicht das kommt drauf Nein, an. das nicht gewusst, dass du ein Grüner bist. Wenn es sein muss, bin ich ein Linksgrüner, Grüner. bist du so ein Linksgrüner? Du bist ja eben da, Ding da, Also kritisieren. wenn man mich politisch einordnen müsste, dann bin ich eine im Herzen Sozialdemokratin, weil ich für soziale Gerechtigkeit bin, Oh, Kreisky. weil ungefähr in der Richtung, weil ich dafür bin, dass alle Leute ein bisschen leben können, dass es gerechte Löhne gibt, dass die Leute davon leben können, dass sie nicht auf die Straße gehen müssen, reiche Leute die Rolex-Uhr oder die Ohrringe oder die Handtasche rauben. Im kulturellen Bereich bin ich manchmal sehr konservativ und ich bin eine Christin. Also ich bin Bist du ein Christin? Du gehst Kirchenmann brav. nicht allem, aber oft. Und ich gehe auch hin und wieder nach Rumänien in ein Frauenkloster, wo es eine einzige... Yoga, aber nein, wie sagt man Nein, da? nichts Yoga mache ich nicht. Na, wie sagt man das? Jetzt tust du schon wieder Nein, spotten. nein, Über den, der Yoga macht. Nein, stimmt gar nicht. Ich habe es einmal probiert ich in der brutal Corona-Zeit, über die aber das ist Yoga. brutal anstrengend. Ohne Witz, schwören war. Also, Da hast du keine Geduld. Für Yoga hast du keine Geduld. Wenn ich das tue, dann bin ich danach Querschnitt gelähmt. Also, dann ist mir gar Wieso? nicht mehr Bist du geklappt. lahm, oder was? Ja, nein, ich bin immer jetzt der Knackigste. Der Knackigste. Schau, du musst doch annehmen. Mhm. Ich weiß, was das Aber los, ja. Also, Also du bist eigentlich ein Grüner. von mir aus, die Leute kann ich mir Eigentlich nicht leih halt nicht am Schlag Da machen wir keine Gedanken. Patriotismus. Also, ich habe früher ein FPÖ Indianer gehabt, bin ein Patriotismus. Hippie gewesen, habe lange Haare gehabt. Also von seinem Jetzt her, hast du keine Männer, kannst du nicht mehr mehr haben. nicht reden, da reden. Schon ein Haar. Also ich trage es ja nicht. Die Friseurin hat zu mir gesagt, Ihnen so eine schöne Kopfhaut ist, also weg der. Deswegen habe ich das noch keine Haar. Jürgen, was Was hast du dir für mal? ein Thema angesprochen, was das ganze Südtirol aufgeregt hat? Was habe ich wieder gesagt, dass ganz Südtirol sich aufgeregt hat? Irgendwas mit Tracht. Mit Tracht oder mit dem Gipfelkreuz. Was ich mal weiß, da hat Ihnen noch geschrieben. Ich habe, was hast du wieder angestellt? Weißt du nicht? Was hast du zusammen für einen Plätzchen gesagt? Das war dieses Zillertaler Gauderfest, wo jedes Jahr ein anderer Künstler ein Plakat gestaltet. Und da hat eine vom künstlerischen Wert her sehr untalentierte Frau ein Madel entworfen, ein Plakat.
wo sie ein Madel draufgestellt hat mit blonden Haaren und blauen Augen. So ein bisschen pädophil, so leicht an der Grenze vom Kindsein zum Frausein in einer Nazi-Tracht. Was? In der Tracht von einer Frau, die überzeugte Nationalsozialistin war und... Was heißt das? Da ist ja jede Tracht wahrscheinlich Nein, nicht jede jede. gewesen, der was überzeugter Nationalsozialist gewesen ist, von der Musik, von der Feuerwehr. Entschuldigung, das kann man Ja, jeden man kann eine schon, nennen. man kann bei Betracht kann man schon sagen, ab wann ist sie programmatisch durchgesetzt worden, um politische Ziele zu verfolgen. Und das ist bei dem Stil. Und da hat eine Journalistin hat das Plakat kritisiert, weil es in Tirol viele Äußerungen gegeben hat. Und dann hat sie gefragt, weil sie weiß, dass ich eine kostümhistorische Expertin bin, hat sie mich angerufen und gesagt, können wir ein Interview machen, können wir das Plakat besprechen. Und dann sind sie alle narr geworden, weil ich ihnen das gesagt habe. Was ist die Fantasie, Herr? Was für eine Fantasie? Was hast du? Du so historische Forschungen? Jetzt blond-blauäugige Madel in einer Schützentracht, das ist vor allem mit Nazi-Zeit. Seit wann gibt es blond-blauäugige Madlern in einer Schützentracht? Entschuldigung, in Kalter gibt es wahrscheinlich Zähne bei den Marketentrinnen. Ein Marketentrinnen, Schützen, du hast gesagt Schützen. Marketentrinnen ist wieder was anderes. Ja, das ist eine Schützentracht, also eine Marketentrin, eine Tracht von Marketentrin, oder? Ja, und wer hat das alles entworfen? Das hat alles eine gewisse Frau Bessendorfer Nein, entworfen. ist jetzt oft mal so Der durch. Mann. Das ist, Was? das ist, weil es zu wenig Arbeit Nein, ist. Es ich muss werd- jetzt mehr nein, mit den nein, Händen nein, arbeiten, lass zu, ein nein, bisschen lass mal aussehen, dass zu, auf das Nacht ist mehr schön. Zeit im Kopf und nicht auf solche Blödsinn Ich bin nicht kommen. deswegen Es mir. macht das alles ein Problem und auf einmal ist alles immer rechts und überall ist es das ist ein totaler Blödsinn. Und die letzten Jahre seid ihr alle still gewesen. Ich bin nie still gewesen. Heute kann man mir jetzt einen Vorwurf machen. Du hast leider gelost, du hast mir leider erklärt, aber ich bin nie still gewesen. Ja, ich bin gesagt, das letzte Mal, wenn ich gehört habe, hast du den Blödsinn da rausgelassen. Aber kriegst du das dafür gezahlt? Du, Ist da ein erstens bin ich System? freiberuflich und kriege keine Subventionen und habe jahrelang Ich auch am nicht, Existenzminimum möchte ich ganz kurz sagen. umgegründet, Ja. gell? Und du machst Nein, ja jetzt Gedanken drüber. Bist du Historikerin, Entschuldigung? Ich bin Volkskunderin und Philosophin, ausgebildet und Soziologin. Also nicht Historikerin. Ich bin zwangsläufig, weil ich mich an die historischen Fakten und Wieso Daten gibt es halte, weil ich Quellen studiere. linke Historiker? Wieso gibt es linke Nein, gibt's Historiker? recht, ja. Was glaubst du beim Götz Kubitschek oben? Heim tummeln sich Ja, die kein ganzen Kind, Rechten. Kötz, Kubitschek, das ist ein Fußballer, ja Nein, nein, das tue ich nicht so, natürlich kennst du Nein, das. so Aber kennst zurück du zum nicht. Thema. Ich schaue mir an, wann, wo es, wie, wo entstanden ist. Ich gehe in die Quellen rein und ich schaue mir an, wie die Leute früher rausgeschaut haben und nachher rausgeschaut haben und wo es in den Quellen drinnen steht. Und dann erzähle ich das. Und wenn ich jetzt einen ideologischen Blick habe, dann fange ich halt gleich bei einem bestimmten Datum an. Aber das interessiert mich nicht. Ich fange da an, wo ich die ersten Quellen zur Verfügung habe. Und wenn ich nachher sage, da gibt es einen Stil, eine Mode, die Ich habe das Foto nicht. Hast du es da? Hast du es da als Foto? Ja, ich zeige das. Ich glaube, Das filmt man im Internet. das ist die Zillertaler Schützentracht, oder? Ja, also die Zillertaler Schützen, Marketentrinnen haben das Zeug an. Ja, Ja, die also, Verbände ja. haben alle das Zeug an. Weil Natürlich. diese Frau bis 1992 die Trachtenverbände verboten hat. Und wenn du ein aufrichtiger Patriot bist, dann müsste man sich gegen solche Menschen und Programme eigentlich wenden. Weißt du warum? das ist eigentlich- Nein, wieso? Ja, Weil ja, diese wo fängt das Nationalsozialisten... Ja, ich sag's dir Wo wieso. fängt das an? Diese Nationalsozialisten, die waren illegale Nazis, das waren keine österreichischen Patrioten. Die haben ein Großdeutschland gewählt. Das ist das, was ich mich am frage bei Leuten Das ist jetzt wie gerade dir. vierte Diskussion, wer symptomlos krank. Nein, los Das einfach ist einmal auch so zu. illegal. Historisch, los zu. Entschuldigung. Da gibt es in den 30er Jahren anti-österreichische Menschen, die ein rassistisches, antisemitisches, großdeutsches Reich träumen. Ja? Und die machen das dann. Und die entwerfen dann quasi ein Kleidungsprogramm für die Menschen da draußen, die sie für ihre dreckige Ideologie benutzen wollen. Wenn du die österreichische Staatsbürgerschaft willst, wenn du ein österreichischer Patriot sein willst,
dann musst du diese Leute ablehnen, dann musst du diese Programmatik ablehnen. Was brauchst du nationalsozialistische Ideologien? Haben ja null. Aber heute bist Doch, schon wenn du das heute bist befürwortest du schon schon. Nationalsozialist oder ein Nazi, wenn du ein Lederhaus hast, wenn du zu deiner Kultur, zu deinen Leuten und zu deinen Werten stehst, und wenn du heim die Tiroler vorne hast, dann bist du heute schon ein Nein, heim Nazi. bist man noch kein Nazi. Aber Ich unterscheide da. Nein, heim bist du noch kein Nazi. Du bist für mich zum Beispiel kein Nazi. Also, es gibt eine Menge aufrechter, etwas vielleicht zu romantisch denkender Schützen. Die Nazis in den Reihen der Schützen, das müssen wir sich anschauen, wie weit die. Ich bin mir sicher, Wie du viel's- findest irgendetwas, wo Wie es viel es sicher- davon hat. Ich glaube, dass es bei den Schützen sehr viele davon hat, muss ich ehrlich sagen. Ich kann dir sagen, ich glaube, kein einzigen. Aber ich hätte schon gern, dass man die Südtiroler Kulturpolitik und all diese Dinge, die damit zusammenhängen, mal schaut, wer ist da was gewesen und wer Weißt du, was ist wir im tun? Weil da stärksten kann man Krieg. auf keinen, du liest zu viel. Also du bist der Theoretiker. Du und ich liest zu wenig. Du liest zu wenig, genau. Das heißt, ich bin ja nicht der Mensch, der etwas lesen muss, sondern ich gehe mit offenen Augen durch die Gegend und mache mir noch selber meine Meinung. Aber ich lade dich mal ganz herzlich ein bei der Schützenkompanie Kalter. Lade dich herzlich ein, komm und lass dann mich kommst reden. und dann redest du schon mal mit den ganzen Leuten. Gerne. Und dann, weißt du, was sagen. Und dann sagst du mir danach noch, dann haben wir alle Dinge, und dann schreibst du mir auf, weil da die Nazis drunter sind. Nein, kann ich nicht, weil wir müssen die recherchieren vorher, aber ich du schaue kannst mir ja sie alle recherchieren, an. du kannst ja Naja, recherchieren, ich du schaue kannst mir ja sie alle an, recherchieren. gern, das machen wir. Aber du Das machen wir. recherchieren musst, um den Eindruck zu kriegen. Und hinten was du allem etwas findest. Und das ist ja beim Klinkenkräne, es findet es allem Ich bin irgendetwas. keine Kräne, aber wenn du willst, bin ich auch eine Kräne. Der Bruno Eisbett Kreisky, Entschuldigung, aber ein genialer Politiker, der letzte. Ja, normale und weißt du was? Die Südtiroler Sozialdemokrat. verdanken was? Wem ihre völkerrechtlichen Status und ihre Vor der UNO, Garantie meinst du? vor der UNO? Wer Ja, hat das Kreisky, gebracht? Der ja, ja. Kreisky Ja, in hat erster Linie haben das sie- als In Außenminister. erster Linie haben sie die Freiheitskampf verbracht. Darf ich kurz unterbrechen? Ja. Wir haben noch ein paar Glückskekse vorbereitet, weil ich gesehen habe, dass ihr es fertig gegessen habt. Es war Nein, volle. er muss noch ein Ding essen. Ja, das muss noch aufessen. Natürlich gehört der Eisbett nicht mehr. Das hat mir nicht Es war voll super, wenn ihr die alle oft jetzt. Ja. Schauen, ob ihr es erkennt, von wem die Zitate sein und ein bisschen über die Botschaften in die Glückskekse diskutieren kannst. Okay, Na, lass ich das da. machen wir. Aber um das abzuschließen, ich würde sagen, bei den Schützen kann man ganz gut unterscheiden. No, lo prendo io se non la vuole. L'ultimo per il signore. No, l'ultimo per te, però. No, Ma lui per il fa nichts. Signore. Ist bitte. Weiß Gott. Also, die Schützendebatte sollte man auf jeden Fall im kleineren Kreis führen, aber auch unter dem Aspekt, was ist Patriotismus? An welchem Patriotismus hängt man seine Liebe auf? Ja? Und da gibt es schon verschiedene Patriotismen. Gibt es das Großdeutsche Reich? Das ist ein Blödsinn. Ja, Los Eisbett. einfach Nein, zu. du, Wieso ist das ein Blödsinn? Ja, aber weil du halt Probleme ansprichst, die es nicht gibt. Die gibt es nicht, das sein kann. Da werden Leute verengt oder von ganz vielen so systemtreuen Leuten, die was jetzt total beim Durchtrennen sein gemacht werden. In Südtirol, in den Universitäten, wird mittlerweile unterrichtet, also die neuen Lehrer und Kindergartentanten werden ausgebildet, dass sie nicht mehr Buben und Madeln sagen dürfen, weil sie sich selber entscheiden sollen. Also, auf was wir zusteuern. Also, wo die ganze Welt wirklich jetzt mit dem Scheiß Gender. Du bist eine selbstbewusste Frau. Ich bin mir sicher, du hast dich allem angesprochen gefühlt davor. Oder haben sie für dich das gemacht? Jetzt ihnen, das macht man ja letzt. Wenn ich da keine Nachrichten mehr schaue, kriege ich am Magen schwer. Also da spielt eine Klimahysterie. Ich bin für Landschafts- und Naturschutz. Bin ich. Und ich glaube, in Südtirol Und geht's für das auch so. Herdenschutz bist du auch. Nein, seit der Herrenimmunität nicht geklappt hat, bin ich von Herrenschutz nicht. Ich bin für Herrenschutz, klappt ja auch nicht. Klappt ja alles nicht. Klappt ja gar nichts mehr an einem guten Landl. Ja, aber man darf es Die ja nicht so Sanität ist ja... Soll ich dir etwas sagen? Ich reg mich ja nicht aus, Ich habe jetzt ein Buch gelesen. Du liest Die zu letzte- viel. Ja, Du musst mal nein, rausgehen. nein, Ja, ich ja. bin viel draußen. Ich habe ein Buch gelesen aus dem Jahr 1581, wo ein französischer Reisender durch die Alpen fährt, übrigens auch durch Störzing. Und dann beschreibt er in einem französischen Dorf, wo Ich glaube, wir müssen den Keksel lesen. also, ich mache den Satz noch fertig. Im französischen Dorf, Sie können noch gehen. wo Frauen, Wir bleiben nur da. Frauen begegnet, die sich als Männer verkleidet haben und so leben. Also was ganz normal war, Geschlechterrollen zu verändern.
Eine davon ist noch auf den Scheiterhaufen gelangt oder halt aufgehängt worden, weil sie zweimal geheiratet hat und kamoufliert hat, dass sie eine Frau ist. Aber wo lesbische Frauen sich als Männer verkleidet haben und ganz im Frieden gelebt haben. Also das Kennst du hat Boy alles George? schon gegeben. Boy George, Queen-Sänger, wie hat er geheißen, von der Queen, von Culture Club, da ist ja der Boy George gewesen. Wham, Elton John. Alles manche Idole gewesen und Jugend. Aber das sind nicht alle Tage ausgegangen und gesagt, wir sind schwul und wir sind was weiß Ja, ich was. da Und gebe ich heute- recht. Und heute ist Ja. auf jedem Plakat ist ja kein normaler Mensch mehr rum. Ich muss mir gar nicht selber rechtfertigen. Entschuldigung, mein musst du Vater ist ein Mann. Natürlich, das geht Schau, alles so weiter. soll ich dir etwas In sagen? Ich Deutschland gebe dir drehen recht. sie total die Ich Nummer. gebe dir recht, aber es stört mich nicht, wenn eine Generation Wir müssen jetzt da nehmen. hinter mir kommt, bitte, Der nicht mehr weiß, was es ist. die das braucht. Mein Gott, tut es mir weh? glaube ich schon. Tut es mir weh, wenn ich das aushalte, dann sollen sie sich halt erklären. Ich nicht. Ich treffe mich mit dir auf ein Blind Aber das Date. wird ja gefördert. Und mir gefällt's. Das wird ja mittlerweile gefördert. Also in die Kinder wird ja mittlerweile gefördert. Wenn du schaust, was in Deutschland draußen abgeht, und wie gesagt, in unseren Universitäten wird das mittlerweile auch so unterrichtet, dass sie nicht mehr Buben und Mädel sagen dürfen. Also, fällt es mir komplett. Ja, da müssen Also sie- ist alles zusammen, was davor gewesen ist, alles letzt gewesen. Und jetzt fangen wir alles an, die Welt neu zu erfinden, oder? Heute bin ich ein Rosenmanner, morgen bin ich was weiß ich Und was. wenn's funktioniert, warum nicht? Ja, aber das brauchen nicht alle Tage, die alle sagen und dann alle auf und den Ja, aber Lehrprogramm dann lass ich mit zu, rein. mir ist Was gleich, wenn ist du- denn das? Sind das die Liebeskekse? Wie heißen die? Du, da steht, weiß-rot ist bunt genug. Das hast du gesagt. Das ist sicher ein Zitat von dir, oder? Nein, oder? Wie hast du gesagt? Weiß-rot ist bunt. Ja, Ich weiß garantiert, nicht. oder? Kann mir jemand helfen? Weiß-rot ist bunt genug. Steht's nicht da? Ja, das bist du gewesen. Entschuldigung. Nein, so Was soll schätze ich das nicht. lesen? Nein, das sagst du. Kein anderer. Das ist der Lesen, da lachen wir mit den Brillen. Wahrscheinlich, ich hab das gehört. Ja, man lädt es aber so, kann es sein. Die EU ist nicht Europa. Sie ist eine Ideologie ohne Volk, ohne Wurzeln, ohne Seele. Sie ist eine Sekte. Sie tötet ganz langsam tausendjährige Kulturen. Das bist auch du gewesen. Hast du keine Zitate? Ja, Ja, anscheinend. muss man das essen? Anscheinend rede ich weniger als du. Ja, du bist ja fit beim Lesen. Du hast aber noch recherchiert. Wir beide gehen einmal hirten miteinander. Dann schauen wir weiter, wer mehr. Muss man das essen? Nein, gell? Nein, müssen wir nicht. Okay. Aber wie heißt man das? Aber wie heißt lesen man ist. das? Was? Das Zeug da. Das Glückskeks. 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 Einmal kann der Himmel sein, aber auch die Hölle. Wer hat das gesagt? Ja, du wahrscheinlich, haben wir den jetzt mal lassen. Und diesen nicht gesagt. Definitiv, das habe ich gesagt. Das gebe ich Was? zu. Einmal kann der Himmel sein, aber Aber auch die Hölle. Ja, ja. Ja, stimmst du mir jetzt zu, oder? Heimat kann, ja. Dankeschön. Was? Ich natürlich. Ich gebe dir die Brille nicht. Nein, stimmt mir schon so. Ist ja so. Kann die Hölle sein, ja. E.T. finde ich cool. Er kam alleine, er lernte unsere Sprache und er wollte wieder nach Hause. Was? E.T. Ah, der Ja, genau. Außerirdische. finde ich cool. Er kam alleine, er lernte unsere Sprache und er wollte wieder nach Hause. Das hast sicher du Ja, gesagt. weil er muss er zwei. Ich meine, das sind Schuss bekannte Zitate von Schuss. Vielleicht, oder? Das hast sicher du gesagt. Finde ich genial, ja. Das ist ein Oh sehr je, guter was Spruch. wärst du jetzt wieder für einen Blödsinn gesagt? Oh? Jetzt muss ich eigentlich mal du dran kommen, weil ich habe meine Zitate schon fertig. Jetzt kostet es aber recht, aber es Ja, ist vielleicht haben sie. Den Keks, den nehmen wir, den kann man die Armen geben. Am Bozenfall an Sozialpolitik zum Beispiel. Da kannst du ja nur ein bisschen einsetzen. in Bozen. Ja. Das war schon ein ganzes Land. Nicht nur Ja, in da Bozen. gebe ich dir recht. Die Mieter, Zum die Beispiel. was 11 Kinder großgezogen haben und nicht gearbeitet haben, leben heute für eine Pension von 450. Und den Mit anderen, die was- 450 am Hubschnitt weit. Nein, sag ja, und andere, die ankommen und vom Bahnhof aussteigen, die sind gegen alles in den Arsch eingeschoben. Entschuldigung. Nein, da du reißt bist. man sich zusammen, Nein, das ist dir nicht wahr. fehlt es manchmal an sozialer. Kannst du denken, Feinfühligkeit beziehungsweise sozialer Fein. Doch, 6 das Jahre ist für manchmal die halt so Behindertennationalmannschaft gearbeitet. Ja und? Weil heißt noch nicht, dass du deswegen einen sozial differenzierten Blick auf die Gesellschaft hast. Du hast gesagt, Jodel, Jodel, Alu, Akbar, Jodel, Jodel, oder? Nein. Ich auch nicht. Oder? Wer kann Ja, das hast du das haben? gesagt? Nein, das hat wahrscheinlich, ja, keine Ahnung, wer das gesagt hat. Joiti, Allah Akbar. Ah doch, Du, logisch. weißt du, wie ich das gesagt habe? Ja, aber hast du das mal gesagt? Nein, in Linz. In Linz, da habe ich gejodelt. Jodelt? Ja, jetzt pass auf. Kannst du jodeln? Ja, klar. Jodel mal. Jodel, Kuckuck.
Was ist hier? Okay, lass uns bleiben, die rechten Leute an. Das habe ich gesagt, da habe ich gesungen ist ja damals, klar. eine Performance in Oder Linz. hast du alle ab Bar gesungen zum Schluss? Ja. Da durchgeknallt habe, ja. Oder nein, das kann da am Keplerplatz in Wien gewesen sein. Das ist da, wo normal die Freiheitlichen stehen und gegen die Leute gegeneinander aufhetzen. Gegeneinander. Das hast du mir jetzt auch Die nicht Freiheit, zugetraut, das hast oder? du dann plötzlich gesagt. Was? Das hast du dann plötzlich Bist du ein gesagt. Freiheitlicher? Jetzt sagen ja, heim streiten wir heute noch. Was heißt ein Freiheitlicher? Ich kann ja nicht wählen in Österreich. Man schützt einfach den Freiheitlichen wählen. Ah ja, dann hast du jetzt schon ein paar Punkte weniger, dann wird das Inser gespult, sie haben nicht mehr. Was hast du jetzt Tracht du ist gesagt? das ideale Mittel, auch ja, andere auszugrenzen. Nein, du hast das sicher gesagt, oder? Das ist natürlich du. Ich habe sicher nicht gesagt. Tracht ist das ideale Mittel, sich ja andere auszugrenzen. Weil sich die Leute nicht leisten, finanziell oder wie meinst du Zum das? Beispiel. Ja, ist schon teurer Tracht. Aber Und soll weil es man auch sein? sagt, Fremdwesen, Menschen dürfen das nicht anlegen, leider Deutsche. Oder eben aus sozialen Gründen. Ja, ich Oder? weiß jetzt auch nicht, wenn ich in Afrika gehe und das Taler in der Liebe meine tue, bis ich gleich tun kann. Oder Natürlich, den du Ring kannst. oder so. Natürlich. Das, Nein, da kann man das tun. Aber ich glaube, wenn einer sich zu unserer Kultur, zu unserer Tradition, zu unserer Sprache und zu unseren Wurzeln bekennt, dann ist das nicht ausgeschlossen. Also, oder? naja, Hast du das schon das einmal gehört? bezieht sich auf eine Phase. Doch, doch. Es hat Aber in nicht- den aber nicht 30er wieder die Jahren. Schützenbitte. Nein, es hat in den 30er Jahren haben die Nationalsozialisten auf dem österreichischen Territorium, heute würde man sagen österreichischen Territorium in der Ostmark, haben sie Gesetze erlassen, wo sie den Juden verboten haben, Tracht und Dirndl zu tragen. Und aus dem Kontext kommt Sozusagen das. in den letzten 3 Jahren, wo ich nirgends hingehen, weil ich nicht geimpft gewesen bin. Weil ich glaube, ein bisschen was anderes. Wieso? Weil du hättest schon hingehen können, deine Freiheit, deine personale Freiheit wurde ja nur bedingt eingeschränkt. Man hat die nicht vergaß, man hat die nicht umgebracht, man hat die nicht aus rassischen Gründen gehäutet oder medizinische Versuche an dir vorgenommen. Nein, mir nicht, aber viele andere haben so medizinische Versuche. Nein, das ist, da tust du Weißt ein du, bisschen wie übertreiben. ja, nein, ist ja klar. Bei dem brauchen wir nicht reden, aber ich glaube. Nein, aber ein Nazi-Vergleich geht nicht da. Und der Judenvergleich geht auch Die nicht. Nazis sind nicht mehr gewesen. Also die Nazis sind ja die gewesen, die was Nein, das sind eben keine nicht Nazis. diesen Zwang unterworfen Nein. haben und für Freiheit Nein, in der gekämpft haben. parlamentarischen Nein, Demokratie. Laut Presse und für die ganzen Journalisten und auch für die Politiker waren die Rechtsradikale, Schwurbler, Nazis, Aluhutdreher, Verschwörungstheoretiker. Na, geh nach Russland, dann weißt du, was eine Diktatur ist. Natürlich. Mit den, Ich war Schnaps. mit den, Nein, war das Spaß. ja, ja, Nein, nein. trink. Und Zell ist ein Verbrechen. Und Zell ist eine Diktatur. Und Hast Zell du da ist genau Freiheitsentzug. Ist egal. Wechseln wir Thema. Entschuldigung. Ja, Max. Ja, das Der ist- Max das wechselt ist- direkt Schreib Thema. bitte Das ist ein, perfekte es ist Timing. Wir haben vorher hinten gehört, das kannst du noch den ganzen Abend reden. Ja. Und nachher haben die Produzenten ein bisschen Panik gekriegt, weil wir nicht Ja. mehr wissen, wie wir das Gespräch zusammenfassen sollen, Ja, okay. damit wir eine Folge machen, die was sich Leute anschauen. Deshalb darf ich dich eigentlich noch bitten, jeweils einen Lieblingsglückskeks auszusuchen und zu begründen, wieso das der Lieblingsglückskeks ist. Das darf, Muss ich von mir ein Statement? ist dir frei, vielleicht fällt dir ja ein Zitat von ihr am besten, das kann ja auch sein. Okay. Und im Anschluss noch zuletzt könnt ihr eigentlich gegenseitig sagen, wie ihr das Blind Dates gefunden habt. Ja, ich heirate ihn, aber will oder nicht. Nein, fix schon wieder, Diktatur, schon wieder. Wir bleiben immer vergleichen. Sie tut, was sie möchte. Das ist die Emanzipation, oder wie das Klump heißt, ist in die Das falsche ist- Richtung das ist gegangen. der Geist Ja, des- Mal ist das falsch Der angepasst. Geist des Schützentums, das in mir lauert. Was haben wir denn Jetzt los, ja, einen aussuchen, der uns am besten gefällt. Weiß-Rot ist Punkt genug nicht mehr. Okay, dann muss ich jetzt eins von dir nehmen. Nein, du kannst dein eigenes auch nehmen. Nein, aber heißt jetzt, das klingt jetzt blöd, was ist selbst. Du wirst dich jetzt überhaupt. irgendwelchen Nimm mir das da. Regeln da. Mir gefällt es zwar nicht, aber ich hätte das Argument dazu. Siehst du? Das geht nicht führen. Okay. Da musst du schon Du musst bereit jetzt etwas bleiben. sagen. Du musst nicht von mir Du musst jetzt begründen, wieso beeinflussen. das. Weiß-Rot ist bunt genug, sagt der Jürgen von der Leyen.
Wirt von der Lahn. Wirt an der Lahn. Wirt an der Lahn. Das ist ein Wein. Das ist der Reiswein. Ja. Weißrot ist bunt genug. Naja, das ist ja nur zweifarbig, dann kann man noch nicht von Buntheit reden. Aber mir gefällt es, weil es die Liebe zum romantischen Patriotismus zum Ausdruck bringt und weil es für dir ist. Und eine der moderaten Sätze ist, die du sagst. Ja, eigentlich schon, gell? Ja, wobei ich einen Haufen dagegen gezogen hat, aber bitte so. Nein, das Fällt lassen mir wir gut. oben schön ausklingen. Genau. Nicht? Also, zumindest von deiner Seite, von meiner ist nicht so. Schauen wir mal. Tracht ist das ideale Mittel, auch, ja, andere auszugrenzen. Ja, kommt wahrscheinlich von der Eisbett, weil nicht von einer linksgrüner Historikerin. Aber stimmt nicht. Also, wie gesagt, du bist herzlich eingeladen bei uns Schützen. Ich komm. Jederzeit. Schützenkompanie heute gehst du mit von Leichnam oder an der Dank, auf jeden Fall. Ja. Da kannst du dich mit den Leuten unterhalten. Und dass du überhaupt allgemein viel mehr aussieht aus dem dunklen Nest von einem Computer weg, weniger Bücher lesen, außen offene Augen das schauen. Tracht grenzt überhaupt nicht aus. Ich finde, Tracht ist ein Überbleibsel von unseren Vorfahren, das wir heute alle mit Stolz tragen. Und natürlich eine ordentliche Tracht. Eine bayerische Lederhosen. Nein, es ist nicht Was eine hast du bayerische, es ist für eine eine? Tiroler Lederhosen. Mit Mein einem ordentlichen Onkel, ja. Ranzen. Ranzen, er ist nicht. Du meinst Ja, das nennt man Ranzen. Einmal Siehst das du, da drunter, kenne ich einmal mich das halt echt drunter. besser aus als Ja, du. die Sachen sind Fatsch. Ja, Und das da, was ist das? das ist ein Charivari, das haben Genau. wir aber eigentlich Und das da? Nein, die Bayern gehabt. Die Bayern waren übrigens unsere Stimmt, ja. Besetzer, gegen die die Schützen aufgetreten sind. Und du tragst das jetzt 3-1. so liebedienerisch. 3-1. 3 liebedienerisch zu. Ich sage 3-1 zu den Bayern. Ja, Einmal ja. mehr gewonnen. Weißt du, was das ist? Ein Hirsch-Ding. Das hast du da mit der Lederhose Ein drin. Besteck. Das Besteck. Ja, die Jäger um das haben im Genau. das Das gehört halt mit Das dazu, ist ein nicht? Huren. Genau, das gehört mit dazu. Nicht? Oder Was, so für ist das was, halt für den mit. Speck, für die Nein, Weißwurst? wenn ich ausgehe jetzt, also, ja, für alles. Für alles, ein bisschen Holz zu machen oder zu Für das schnitzen. oder so amerikanische Barbecue. Nein, das Ding da. Nein, es ist zu wenig scharf, müssen wir nachscharfen. So, Nein, Jürgen. Ich habe dir trotzdem gern, auch wenn du so manchmal so ein Blödsinn redest. ich glaube, die Leute werden sich am meisten wundern, nicht was daheim sein, dass man es im Endeffekt echt so gut verstehen wieder. Aber ich glaube, das ist ja das Hauptargument, was in der letzten Zeit nie stattgefunden hat, dass man miteinander redet. Beim Reden kommen die Leute zusammen. Und ich finde es aber eine geniale Idee, dass wir da heute wieder hart diskutiert haben, aber im Endeffekt stellen wir auf, trinken das Wein aus und dann vielleicht können wir da Ja, und oder dann Stadt kommen wir mal ein zu und den trinken. Schützen. Unbedingt, bist du mal Unbedingt. eingeladen. Du Nein, musst du hast einfach einen Realitätsverlust, ist mittlerweile zu groß. Ich merke das von Treffen zu Treffen. Ohne Witz, aber Nein, sei es, alles, was du angesprochen hast, entspricht nicht der Realität. So lass mal dort. Ja, ich Aber da darf sind ganz dir viele sagen, dir fällt einen Bezug zur Realität. Du liest zu viel, ohne Witz, schwer wahr. Weißt liest wenig. Lesen und Denken ist wie Schaukeln. Man ist zwar in Bewegung, kommt aber keinen Schritt weiter. Du mit deinen Phrasen, das klingt gut, aber Das wenn man ist ja das so. Nein. Das ist ja so. Okay, Weißt du was, wir gehen mal miteinander hier. jetzt gehen wir einen Kaffee trinken. Und jetzt gehen wir einen Kaffee trinken. Alles in Ordnung. Ich will kein Heimatland der alten Werte. Ich will kein Heimatland voll Tradition. Ich will ein Heimatland der 1000 Sprachen. Ich will ein Heimatland mit Verstand. Ich mag sie, deine Berge, deine Täler. Ich liebe deine Erde, deinen Wein. Viele zähl ich hier zu meinen Freunden. Und doch kann ich gut ohne dich sein. Viele zähl ich hier zu meinen Freunden. Und doch kann ich gut ohne dich sein. Ich will kein Heimatland der alten Werte. Ich will kein Heimatland voll Tradition. Ich will ein Heimatland der 1000 Sprachen. Ich will ein Heimatland mit Verstand. Du nennst dich den schönsten Fleck.